Ja, hier die meistgestellteste Frage ist eigentlich also wirklich ganz, ganz oft nochmal Parasitenkur, Ausleitung, Parasiten in der Stillzeit, also in jeglicher Facette eigentlich im Grunde genommen, wie kann ich eine Parasitenkur machen, die soft ist, wie kann ich Mhm. wirklich viel Parasiten ausleiten? Vielleicht kannst du das allgemein nochmal aufgreifen, das Thema. Okay, also Parasiten und Schwangerschaft ist ultra schwierig, weil man denkt ja immer, besser gesagt, das ist die Konditionierung, Kräuter sind ja nicht so stark. Kräuter sind sehr wohl sehr stark. Und die eigentlichen einzigen Heilmittel auf diesem Planeten sind aus meiner Perspektive Kräuter. Deswegen in der Schwangerschaft möchte ich mich absolut zurückhalten zu sagen, nehmt ihr das. Aber ich kann euch einen Tipp geben, was ihr machen könnt, wenn ihr schwanger seid und etwas gegen Parasiten tun wollt. Das eine ist das Craving, also das Munchie-Sein zu fühlen und zu überprüfen. Die Parasiten, besonders die Darmparasiten, finden das ultra gut, weißen Zucker zu konsumieren. Und die machen Hunger auf weißen Zucker, auf Junkfood, auf leichte und schnelle Kalorien, heißt Weißmehl. Wenn ihr also schwanger seid und ihr möchtet Parasiten loswerden, dann verzichtet ihr komplett auf weißen Zucker und weißes Mehl und achtet darauf, besonders viel Ballaststoffe zu euch zu nehmen. Wenn Zucker, nur in Form von Obst und Gemüse, gegart oder roh, je nachdem. Auch da gucken, dass das in euren Ernährungsplan passt, den euer Frauenarzt euch anbietet oder besser gesagt für euch zurechtgelegt hat. Aber wichtig ist, hungern, also die Parasiten aushungern. Weil wenn es nichts zu essen gibt, dann gehen die Parasiten oft in der Zahl nach unten bis komplett weg. Ansonsten außerhalb der Schwangerschaft gedacht, könnt ihr für den Blutreset zum Beispiel kolloidales Gold und kolloidales Silber nehmen im Abstand. Es geht nicht darum, viel zu nehmen, es geht darum, eine hohe ppm-Zahl zu nehmen, Parts per Million. Heißt, wie hoch sind die Partikel? Wie hoch ist die Partikelmenge in der Flüssigkeit, die ich zu mir nehme? Weil, das ist auch immer lustig, die Dosierung, ich habe Pharmazie studiert früher und die Leute fragen immer, wie ist denn die Dosierung? Die Dosierung stellt sich fest. Ich kann zum Beispiel 10 ppm nehmen und muss 100 Milliliter nehmen, anstatt wenn ich 100 ppm nehme, nehme ich nur 10 Milliliter. Also es geht nicht darum, viel zu nehmen, sondern es geht darum, die ppm-Zahl zu nehmen. Genau das gleiche mit Milligramm. Es geht nicht darum, wie viele Tabletten nehme ich oder ist die Dosierung des Supplementes hoch genug, sondern wie viel muss ich nehmen von dem Supplement, um die Dosierung zu erreichen, die ich brauche. Okay, also Blutreinigung, sehr, sehr gut. Kolloidales Gold, kolloidales Silber in hoher ppm-Zahl. Ich sag alles so 120 ppm aufwärts, das ist das, was sinnvoll ist. Bei Silber teilweise 200, 220 ppm. Der nächste Punkt ist schwarze Walnuss, Nelke, Ingwer, Turmeric, Kurkuma ist das deutsche Wort dafür und Knoblauch. Ich muss manchmal überlegen, weil ich die ganzen englischen Begriffe im Kopf habe. Ist einfach zu viel englischer Einfluss hier, wo ich wohne. Also schwarze Walnuss, Nelke, Ingwer, Kurkuma und Garlic, Knoblauch. Das sind die Empfehlungen, die sehr, sehr gut sind für die Ausleitung von Parasiten. Hohe Dosis, je höher, desto besser, kein Thema. Ansonsten rohe Papayakerne. Kann man auch gut machen. Wenn man 2 Teelöffel bis 3 Teelöffel Papayakerne isst, schmecken eigentlich auch sehr gut. Finde ich, wird's ganz schön Rummelditum machen, nämlich alles rausschmeißen. Papayakerne mit dem hochkonzentrierten Papainwirkstoff sind ultra ätzend für die Parasiten und die lassen los und gehen in die Toilette. Papayakerne, auch wenn es erstmal sanft klingt in der Schwangerschaft, eher weniger, weil die erhöhte Darmbewegung tatsächlich auch Effekt haben kann, je nach Schwangerschaftsmonat, und es ein bisschen diskomfortabel sein kann. Und auch immer wieder fragen, weil die Parasiten bringen eigenes Bewusstsein in euch mit hinein. Dann kann es nämlich sein, dass ihr getriggert seid, während ihr das nehmt, weil diese Parasiten wirklich sehr telepathisch sind. Und jeder Parasit
physischer Natur, ist auch ein Astralparasit. Das ist das, was viele Leute nicht verstehen, dass physische Parasiten astrale Parasiten in erster Linie sind. Wenn ihr also physische Parasitenkur macht, dann geht es Hand in Hand mit tiefer Meditation und einem Reinigungsprozess eures Energiefeldes. Weil, wenn ihr die Würmer oder die Parasiten in eurem Körper abtötet, werden auch früher oder später die Verbindungspunkte die Astralparasiten in eurem Energiefeld haben, mitgelöst. Und dann dürft ihr helfen, euer Energiefeld zu klären. Wie macht ihr das? Herzkohärenz. Ein kohärentes Feld von eurer Energie aufbauen. Wenn diese Parasiten absterben, kann es sein, dass ihr selber lustige Dinge erfahrt, wie zum Beispiel kurz bevor sie komplett die ganze Kolonie in eurem Körper ausradiert ist, vergesst ihr, die Parasitenkur zu nehmen. Oder ihr bekommt ultra Hunger auf süße Sachen, weil die das wollen, dass ihr das esst, damit sie doch noch irgendwie überleben können oder die Larven überleben können in euch. Ist total eklig, aber so funktioniert das. Das heißt, achtet darauf, wenn ihr während der Parasitenkur plötzlich Heißhunger auf Süß und Weißmehl bekommt, nicht nachgeben. Einfach nicht füttern. Einfach die Tierchen nicht weiter füttern. Und nicht die Tabletten vergessen. Also nicht die Kur plötzlich aufhören. Stellt euch einen Wecker, erinnert euch dran, weil die lassen euch das vergessen, wenn es ans Eingemachte geht. Ansonsten bedenkt bitte auch die astrale Reinigung, während ihr Parasitenkur macht, weil das einfach ultra wichtig ist. Finde ich. Das ist so wichtig und sollte nicht vergessen werden, dass ihr astral mitreinigt, weil die astralen Parasiten zuerst und dann materialisieren sie sich physisch in eurem Energiefeld. Also bitte nicht hinten runterfallen lassen.